Hallo und guten Abend. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung der Reihe Transitional Justice. Mein Name ist Tamina Kutscher, ich bin Chefredakteurin von decoder.org. Das ist eine Medienplattform zu Russland und Belarus. Und ich werde Sie durch diese Reihe begleiten, nicht nur heute, sondern bis in den Mai 2022 hinein. Denn die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Beauftragte des Bundes für die neuen Bundesländer haben diese Reihe so konzipiert, dass wir hier nicht bei Deutschland stehen bleiben, sondern wir werden in 10 weiteren Veranstaltungen im internationalen Vergleich und in einer internationalen Perspektive beleuchten, welche unterschiedlichen Formen und Aspekte von gesellschaftlichen und rechtlichen Aufarbeitungsprozessen es nach Krieg, Gewaltherrschaft und Diktaturen gab und gibt. Heute Abend geht es um das Thema Versöhnung, Gerechtigkeit, Aufarbeitung, der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in Deutschland. Und ich freue mich sehr, hier heute Abend 3 ganz wunderbare Gäste begrüßen zu können, nämlich die Künstlerin und ehemalige Bürgerrechtlerin Katrin Hattenhauer. Viele von Ihnen kennen vielleicht ein Foto, das im Herbst 89 durch die auch bundesdeutschen Medien ging. Und zwar war Katrin Hattenhauer zu sehen mit einer Freundin und sie hielten ein Plakat hoch, auf dem stand: für ein offenes Land mit freien Menschen. Herzlich willkommen, Frau Hattenhauer. Hallo. Hallo. Und ich begrüße auch ganz herzlich Herrn Generalstaatsanwalt AD Christoph Schäfgen, von 1990 bis 1999 bei der Staatsanwaltschaft II des Landgerichts Berlin tätig. Inzwischen ist sie aufgelöst. Mit einem Stab von etwa 80 Mitarbeitern ging er juristisch vor gegen Soldaten, Richter und Parteifunktionäre der ehemaligen DDR. Sie erinnern sich sicher alle an die Prozesse, vor allem gegen Erich Honecker, Erich Mielke und Egon Krenz. Herzlich willkommen, Herr Schäfgen. Guten Abend. Und ich freue mich, hier auch eine Vertreterin der Gastgeber begrüßen zu dürfen, seit 2001 Direktorin der Bundesstiftung Aufarbeitung. Herzlich willkommen, Frau Anna Kaminski. Hallo. Und natürlich gehen meine Grüße hier auch in den virtuellen Raum. Das ist mir besonders wichtig, Sie alle herzlich einzuladen, hier heute Abend mitzudiskutieren. Sie können Ihre Fragen über Chat auf YouTube stellen. Sie können uns eine E-Mail schreiben. Die werden dann hier in die Runde gereicht und ich werde einzelne davon vortragen. Wir wollen hier eine lebendige Diskussion mit Ihnen allen. Ja, Frau Kaminski, ich beginne mal mit Ihnen und ganz grundsätzlichen Fragen zu dieser Reihe. 30 Jahre nach den großen Umbrüchen in der DDR, in Ost- und Mitteleuropa, initiiert die Bundesstiftung Aufarbeitung eine Reihe, die sich mit dem Thema Übergangsgerechtigkeit beschäftigt. Auch in einer internationalen Perspektive, das habe ich bereits gesagt. Warum? Was geht uns das denn heute an? Ja, vielen Dank. Und auch nochmal herzlich willkommen in die Runde. Ja, warum 30 Jahre im Prinzip nach den Umbrüchen und nach dem Beginn der Aufarbeitung von Verbrechen von Unrecht in Diktaturen, insbesondere hier in Europa, also zu Beginn der 90er Jahre, warum machen wir diese Reihe? Zum einen bieten Jahrestage immer auch die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Und ursprünglich war die Reihe ja geplant im vergangenen Jahr schon. Corona hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das war im Prinzip gedacht, 30 Jahre nach der deutschen Einheit oder 30 Jahre nach der friedlichen Revolution. Wo sind wir eigentlich bei der Aufarbeitung gelandet? Welche Fragen haben uns direkt nach der Revolution und im Prozess der deutschen Einheit bewegt? Wer waren die Akteure? Was war damals aktuell? Und was ist eigentlich nach 30 Jahren erreicht worden? Und da sehen wir ja schon eigentlich auch große Veränderungen in diesen 30 Jahren. Also 89, wenn ich daran erinnern kann, es gab ja praktisch schon bevor abzusehen war, dass die Diktatur am Ende ist, gab es ja schon sowas wie erste Aufarbeitungsbemühungen. Und zwar in dem Hoffen und dem Willen,
Gerechtigkeit herzustellen. Also das steckt ja auch in Transitional Justice drin. Also nicht nur die Frage des Rechts, sondern die Frage der Gerechtigkeit, und zwar in einem umfassenden Sinne, auch als gesellschaftliche Gerechtigkeit zu verstehen. Und eins der eindrücklichsten Ereignisse, an die ich mich aus 89 noch erinnern kann, war eben Ende September 1989, wo überhaupt nicht abzusehen war, wo das Ganze hinführt. Ob das wie auf dem Platz des himmlischen Friedens in China unter Panzerketten zermalmt wird, ob es wie 53 enden wird, wie 56 in Ungarn, oder ob es tatsächlich erfolgreich sein würde. Da hat Ulrich Mühe im Deutschen Theater aus dem damals in der DDR noch verbotenen Buch Schwierigkeiten mit der Wahrheit gelesen. Und das, was Walter Janka da zu seinen Erfahrungen mit Unrecht, mit der Justiz in der DDR niedergelegt hat, das hat einen unglaublichen Sturm an Zuschriften ausgelöst, wo Tausende von Menschen aus der DDR ihre Erfahrungen mit diesem Unrechtsregime dargestellt haben. Und das ist so für mich immer auch dieser Startschuss, dieses zu sagen, wir wollen Aufklärung, wir wollen Gerechtigkeit. Und wenn es auch vielleicht eine Gerechtigkeit im juristischen Sinne nicht gibt, aber wir wollen, dass das offengelegt wird, was passiert ist. Und das setzte ja dann auch gleich 1990 ein, mit der Forderung, die Stasi-Akten zu öffnen, deutlich zu machen, dass das nicht weiter unter Verschluss gehalten werden darf, dass die Menschen erfahren müssen, was die Diktatur angerichtet hat und diejenigen, die für die Diktatur verantwortlich waren. Dann haben wir die Enquete-Kommission, wir haben die Prozesse, also die juristische Seite. Wir haben die Enquete-Kommission, die von ostdeutschen Bürgerrechtlern maßgeblich eingesetzt gesagt hat, die juristische Aufarbeitung ist die eine Seite, aber Aufarbeitung geht viel, viel weiter. Das muss ein gesellschaftlicher Prozess sein, der im Prinzip auch das, was nicht justiziabel ist, festhält und dokumentiert. Und wir haben natürlich auch in den vergangenen 30 Jahren gesehen, dass sich die Fragen an die Aufarbeitung ganz stark verändert haben. Also als wir als Stiftung 1998 gegründet worden sind, da ging es immer noch darum, was ja auch die 1990er und die 2000er Jahre stark geprägt hat, was ist denn eigentlich geschehen? Also überhaupt zuerst mal zu dokumentieren, was war. Und als dann zu Ende der 2000er Jahre dann auch eine neue Generation gekommen ist, nämlich die dritte Generation, traten plötzlich neue Fragen in den Vordergrund. Weil das, was wir noch erlebt haben mit der Diktatur, was wir auch als an Unrecht erfahren, selbst gesehen, selbst erfahren haben, das trat für diese Generation ja plötzlich ein Stück weit in den Hintergrund und für die spielten plötzlich viel mehr die Fragen eine Rolle, was ist eigentlich nach 1990 geschehen? Und welche Rolle spielt Aufarbeitung? Was ist vielleicht auch bei der Aufarbeitung nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hätte? Und für uns war immer auch wichtig zu sagen, jeder Staat, jede Gesellschaft, die eine Diktatur, einen Bürgerkrieg, eine Gewaltherrschaft hinter sich gebracht hat, steht vor ähnlichen Fragen, auch wenn es dann jeweils regional, national sehr unterschiedliche Antworten auf diese Fragen gibt. Aber die Hauptfrage ist ja, wie gehen wir mit dem Unrecht, mit den Verbrechen einer Diktatur um? Wie schaffen wir es, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung anzuregen, die dazu führt, dass die Gesellschaften auch mit sich selbst ins Reine kommen können und nicht neues Unrecht auf altes Unrecht führt, sondern tatsächlich eine stabile Basis entsteht, auf der die Gesellschaften vorankommen können und der Einzelne sich aber nicht mit seinem Schicksal ignoriert fühlt. Mhm. Vielen Dank, Frau Kaminski. Sie haben uns jetzt sehr, sehr viele Stichworte auch geliefert, die wir in der Diskussion unbedingt vertiefen wollen. Und ich komme zurück zu dem, was Sie sagten von 89, die Hoffnung auf Gerechtigkeit, die damals schon geäußert wurde. Herr Schäfgen, es gibt ein Zitat von Bärbel Bohley, das da in der Hinsicht eher ernüchtert klingt, nämlich: Wir wollten Gerechtigkeit, wir bekamen den Rechtsstaat. Also die Frage an Sie, Herr Schäfgen, was konnte nach 89 an strafrechtlicher Verfolgung denn überhaupt stattfinden? Welche Möglichkeiten hatten Sie überhaupt? Wie viel Zeit geben Sie mir? Ich So könnte kurz wie möglich die Veranstaltung sprengen,
wenn ich Ihre Frage umfassend beantworten würde. Hm. Mache ich natürlich nicht. Ich habe mir deswegen ein paar Unterfragen selbst gestellt mit Ihrer Erlaubnis. Mhm. Und ich werde mich dazu verhalten, von wann bis wann haben wir verfolgt? Warum haben wir verfolgt? Was war Gegenstand der Verfolgung? Was wurde uns an die Hand gegeben, um zu verfolgen? Und dann noch kurz auf die Zahlen der Verfolgung und eine kleine Schlussbetrachtung ab. Ich versuche es in knapp 10 Minuten zu machen. Oder gerne kürzer. Raffen Sie gerne zusammen und Ihre wichtigsten Ich raffe Thesen zusammen, ja. Aber darf ich erst ein Wort zu dem Zitat von Bärbel Bohley, die gerne. ich sehr gut kannte, sagen? Mhm. Ganz kurz, Gerechtigkeit ohne Rechtsstaat, jedenfalls bei der strafrechtlichen Aufarbeitung, kann ich mir nicht vorstellen. Von wann bis wann wird aufgearbeitet? Die DDR hatte schon begonnen, im Jahre 89, noch bevor die erste demokratische Regierung der DDR gebildet war. Aber sie hat sich nur beschränkt auf die Wahlfälschungen, die bisher als Fake News dargestellt worden waren, und auf die Bereicherung der Funktionärselite, aber nicht auf die Menschenrechtsverletzungen, die in einer Diktatur selbstverständlich sind. Das alles geschah erst ab 1990, dem 3. Oktober, und endete mit dem letzten Verfahren im Jahre 2005. Wie Sie richtig schon sagten, generell erledigt war die Sache Ende 1999. Wir hatten gute Ausgangsbedingungen. Es hat nie eine Diskussion über eine Amnestie, eine Generalamnestie, weder in der DDR noch in der Bundesrepublik am 3. Oktober gegeben. Diskussionen über Teilamnestien wurden zwar immer wieder geführt im Laufe des Aufarbeitungsprozesses, aber die Umfragen haben immer eine Mehrheit für die Strafverfolgung ergeben. Die Amnestiebefürworter konnten sich zu keinem Zeitpunkt durchsetzen. Also es bestand ein politischer und auch von der Gesellschaft getragener Wille der Verfolgung. Und den haben wir auch umgesetzt. Was war Gegenstand der Verfolgung? Es waren die Menschenrechtsverletzungen, die sich zeigten bei dem Schutz der Grenze. Es gab 265 Todesfälle, erschossene und durch Minen zerfetzte Menschen. Es gab eine Strafjustiz im politischen Bereich, der schätzungsweise 150 bis 200.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. In der DDR gab es auch noch bis zu einem Zeitpunkt, den ich jetzt nicht mehr weiß, die Todesstrafe. Von der wurde auch noch Gebrauch gemacht. Und in 54 Fällen wurde auch die Todesstrafe noch vollstreckt. Und schließlich gab es dieses Ministerium für Staatssicherheit, das viel Energie da reinsteckte, die sogenannten negativ feindlichen Kräfte, die also mit dem Kurs der DDR nicht einverstanden waren, zu eliminieren. Dazu war ihnen jedes Mittel recht. Es gab Mordanschläge, es gab Entführungen, es gab Freiheitsberaubungen und vor allen Dingen auch Telefonabhörungen, Postdurchsuchungen und auch noch die sogenannten Zersetzungsmaßnahmen. Eine ganz furchtbare Sache.
in der also darauf systematisch abgestellt wurde, die Menschen, die nicht für sie, sondern gegen sie waren, zu zersetzen. Das Und Herr waren die. Schäfchen, dem allen konnten Sie nachgehen nach 89? Wie viele Fälle waren das? Das ist ja eine unglaublich hohe Zahl. Das ist Und am eine, Ende kam eine ganz kleine Zahl von Urteilen raus. das ist alles ganz richtig. Dem allen konnten wir nachgehen, mussten wir sogar nachgehen. Wenn es keine Amnestie gibt, gibt es einen Verfolgungszwang. Und das haben wir also auch versucht. Und Sie sagten es schon, die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Es wurden sehr viele von Verfolgungsmaßnahmen ergriffen. Über 100.000 Menschen in 75.000 Verfahren. Diese Verfahren führten aber nur zu etwa 1.700 Anklagen. Und diese Anklagen führten nur in etwa der Hälfte der Fälle auch zu strafrechtlichen Verurteilungen. Und warum war das so? Und warum war das so? Das ist dem Einigungsvertrag geschuldet, in dem festgelegt worden war, dass wir auf die Taten, die ich Ihnen eingangs geschildert habe, das Recht anzuwenden hatten, was zur Tatzeit galt. Und das war das Recht der DDR. Es musste also zunächst geprüft werden, ob die Täter sich nach dem Recht der DDR strafbar gemacht hatten. Und als zweiter Schritt musste geprüft werden, ob diese Straftaten auch nach dem Recht der Bundesrepublik, die ab dem 3. Oktober galten, strafbar war. Und dann musste das mildeste Recht angewandt werden. Das war also ein sehr komplizierter Prozess, der dort veranstaltet werden musste. Und die Hauptfrage richtete sich natürlich danach, was war damals das geltende Recht der DDR? Mhm. Ich mache es mal kurz an der Grenzfrage deutlich. Nach dem Recht der DDR war es erlaubt, einen Flüchtling zu erschießen, wenn er versuchte, die DDR zu verlassen. Da galt der Schutz der Grenze mehr als das Leben eines Menschen. Das war die Realität in der DDR. Ganz anders wurde das natürlich in der Bundesrepublik und nach bundesdeutschem Recht gesehen. Würden wir uns nur nach dem DDR-Recht, wie es damals gehandhabt wurde, gerichtet haben, hätte man diese Verbrechen nicht bestrafen können. Sie wurden aber durch die Rechtsprechung, das hat jahrelang gedauert, für strafbar gehalten, weil man sich sagte, ein Staat und eine Führung, die sich selbst erlaubt, Menschenrechtsverletzungen in diesem Maße zu begehen, kann sich nachträglich nicht darauf berufen, dass es nach ihrem eigenen geschriebenen Recht straflos gewesen war. So war es also möglich, diese schwersten Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen. Aber es blieben viele Lücken übrig, in denen es nicht möglich war, nämlich zum Beispiel auf dem Gebiet der Rechtsbeugung. Da ließen sich nur die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen auch ahnden. Das waren also überharte Strafen oder die Verhängung der Todesstrafe in Fällen, in denen die Strafe in keinem Verhältnis zu der geahndeten Tat stand. Ja, Herr Schäfgen, es gab ja dann auch so Vorwürfe, also die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, eben die Bilanz des DDR-Unrechts vor Gericht fiel eher mager aus, allein in Zahlen. Was würden Sie aber rückblickend sagen, wenn Sie Ihre Arbeit von damals betrachten? Ja. Finden Sie sie dennoch wichtig? Hat sie sich gelohnt oder wie schauen Sie darauf zurück heute? Also ich finde es nach wie vor richtig, dass verfolgt worden ist. Und
dass also auch die schwersten Menschenrechtsverletzungen geahndet werden konnten. Und zwar waren es nicht die Kleinen, die gehängt wurden, sondern die Großen. Wir haben die Mitglieder des Politbüros und des Nationalen Verteidigungsrates bestrafen können, die für die Ausgestaltung dieses mörderischen Regimes verantwortlich waren, zu Strafen, die beachtlich waren. Die höchste Strafe lag bei 7,5 Jahren. Und wir haben verfolgt die Schützen. Deren Strafen waren aber sehr gering, was auf großes Unverständnis führte, aber ein Ausdruck dessen war, dass eine maßvolle Justiz am Werke war, die also keine Vergeltung übte, sondern sich auch versuchte, in das Leben und die Situation dieser kleinen, von Staatswegen auf Totschlag instruierten und indoktrinierten Menschen zu verstehen. Und der Bundesgerichtshof hat deshalb meines Erachtens auch zu Recht mal gesagt, diese Schützen seien selbst Opfer des Systems gewesen. Es waren einfache, strukturierte, meist nicht hochgebildete Menschen, von denen diese Aufgabe dann wahrgenommen werden musste. Das finde ich also richtig, dass das alles gemacht worden ist. Und warum? Also man kann keine Menschenrechtsschutz sich selbst auf die Fahnen schreiben und ihn dann, wenn man die Gelegenheit dazu hat, nicht ausüben, egal wie hoch die Strafen im Ergebnis waren. Es ist ganz wichtig gewesen, dass eine Anerkennung durch die Justiz erfolgte, dass in diesem Staat Unrecht begangen wurde. Und diese Funktion hat die Justiz also auch ausgenutzt, wenn es sich um diese schweren Menschenrechtsverletzungen handelte. Herr Schäfgen, Sie haben betont die Wichtigkeit der juristischen Aufarbeitung, die sicherlich aber natürlich auch ihre Grenzen hatte. Ich würde gerne Sie fragen, Frau Hattenhauer, wie haben Sie das erlebt oder mit welchen Hoffnungen und Erwartungen sind Sie nach 89 in die Wiedervereinigung gegangen? Also Hoffnung, Erwartung im Hinblick auf die Thematisierung des erlittenen Unrechts. Sie selbst waren 89 5 Monate in Haft, 5 Wochen, Entschuldigung, in Haft, nachdem Sie dieses Plakat hochgehalten hatten. Was waren Ihre Erwartungen und wurden die enttäuscht oder getroffen? Also auf unserem Plakat stand ja für ein offenes Land mit freien Menschen. Und ich glaube, das Wichtigste, was man jetzt mal festhalten muss vor dem Hintergrund ist, diese Freiheitsrechte, die wir gefordert haben, sind gekommen. Warum ich das sage, ist, damit uns klar ist vor dem Hintergrund, wenn wir darüber reden, was für Ungerechtigkeiten gibt es noch, was hat sich nicht geklärt oder was ist noch übrig, welcher Weg muss noch gegangen werden, dann sage ich das vor dem Hintergrund, was ist aber auch schon erreicht worden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man festhalten muss. Die Freiheitsrechte sind 89 erkämpft worden. Das heißt, wir haben ein offenes Land mit freien Menschen. Und es ist eine Tatsache, dass die DDR das Recht benutzt hat, eine Diktatur weiterleben zu lassen. Und wir leben jetzt in einem Land, wo das Recht für eine Demokratie genutzt wird. Und ich sage daher nicht, dass es nicht Sachen gibt, die noch ungeklärt geblieben sind zwischen Ost und West. Aber das Recht und die Gerechtigkeit sind zwar zwei verschiedene Dinge, aber gehören irgendwie auch eng zusammen. Und das Recht ist hoffentlich in unserer Demokratie, und ich denke, das ist es, auch der Wille, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und wie Herr Schäfgen das richtig gesagt hat, ist, glaube ich, für uns, für die 89er, das Wichtigste gewesen, die Anerkennung dieses Unrechts.
Und ich glaube, die hat stattgefunden. Also auch wenn Dinge übrig geblieben sind oder man hätte Dinge besser machen können, mit Sicherheit. Aber diese Anerkennung dieses Unrechts hat stattgefunden. Und gleichzeitig erleben wir heute auch immer wieder das Gefühl von Ostdeutschen, die sagen, sie sehen sich als Bürger zweiter Klasse, oder auch die Kritik an dem Begriff Unrechtsstaat, der implizieren würde, dass auch die Leben selbst Unrecht gewesen seien. Können Sie sowas nachvollziehen? Das ist für mich schwer, weil natürlich, ich glaube, was hier ganz wichtig ist, dass beide Seiten, Ost und West, aber vor allen Dingen in diesem Fall betrifft das die ostdeutsche Seite, dass wir uns Geschichte ehrlich, auch manchmal gegen uns selbst, erzählen. Und dazu gehört, dass die Wiedervereinigung nicht etwas war, was wie ein schlechtes Wetter über die Ostdeutschen gekommen ist, sondern es ist auch tatsächlich teilweise gegen den Willen der Opposition auf den Straßen erkämpft und gefordert worden. Und ich sage es Ihnen so ehrlich, wir waren diese 89er-Bewegung in Leipzig. Wir wollten Reformen, aber wir hatten ganz viele Träume. Aber als die Leute losgegangen sind und wir sind das Volk, aus diesem Selbstermächtigung wurde, wir sind ein Volk, gab es auch eine Enttäuschung bei uns. Aber wir haben das anerkannt und haben gesagt, okay, das ist es. Das ist die Bürgerbewegung auf der Straße, die will das. Das ist, was die Menschen wollen. Und ich fände es gut, wenn wir uns gemeinsam an diese Wahrheit erinnern, denn das hilft uns auch selbstbewusster zu sagen, mit allen Schwierigkeiten, die daraus erwachsen sind, müssen wir umgehen lernen, denn wir haben es auch gewollt. Die Herausforderung liegt dann auch bei uns und die Verantwortung, damit umzugehen. Und damit sage ich nicht, dass alles gerecht war, was danach gekommen ist. Und ich hätte es gut gefunden, wenn Ost und West sich zum Beispiel eine gemeinsame Verfassung gegeben hätten, um klar zu machen, jetzt 89, 90 beginnt Stunde Null. Das ist nicht nur ein neues Land für die Ostdeutschen, das ist nicht nur ein neuer Aufbruch für die Ostdeutschen, das ist ein neuer Aufbruch für die Westdeutschen genauso. Und ich hätte mir gewünscht, dass diese Stolz der Ostdeutschen, das haben wir gefordert, das haben wir gewollt, mit allen Schwierigkeiten, die dazugehören. Und auf der westdeutschen Seite hätte ich mir gewünscht, dass man stärker auch sich klar macht. Die Westdeutschen haben oft auch über die Ostdeutschen geurteilt in der Haltung, als wären sie selbst, wenn sie im Osten aufgewachsen wären, Oppositionelle geworden. Aber die Wahrscheinlichkeit nach der Gaußschen Kurve, dass das passiert wäre, ist relativ klein. Wahrscheinlich hätten sich die meisten Westdeutschen genauso angepasst in dem System. Und es wäre gut gewesen, das zu erkennen, gemeinsam. Das gehört zur Geschichte dazu und würde uns helfen, das, was wir geworden sind, als ein gemeinsames Zuhause zu begreifen. Als das gemeinsame Deutschland, in dem wir jetzt leben, um dann auch bereit zu sein, eigentlich für die Herausforderungen dieser Zeit, wo wir Europäer sind und in einer Weltgemeinschaft leben, die wahrlich jetzt ganz andere Herausforderungen hat. Ja. Sie sprechen ganz oft die Versöhnung an, und zwar nicht nur die Versöhnung, wenn ich so sagen darf, mit Brüchen in der eigenen Geschichte, Wahrheiten anzuerkennen, die Versöhnung zwischen Ost und West. Da würde ich gern Frau Kaminski dazu fragen. Frau Kaminski, in der Aufarbeitungsarbeit, auch in der Arbeit der Bundesstiftung Aufarbeitung, inwiefern verstehen Sie denn Ihre Arbeit als eine Versöhnungsarbeit? Spielt es eine Rolle? Oh, das ist ja eine schwierige Frage. Ich finde das relativ schwierig, also für Deutschland oder für die Bundesrepublik das so zu beantworten. Also meine Beobachtung ist, dass eigentlich dieses
Konstrukt Versöhnung in dem ganzen Aufarbeitungsprozess eine relativ geringe Rolle gespielt hat. Also dass die Herangehensweise auch war, also zum einen, das hatte man 1989, 90, 91 stand das eigentlich auch in den Diskussionen im Vordergrund, dass man meinte, es braucht nach den Erfahrungen des Kalten Krieges, nach der Systemkonferenz, Konkurrenz, nachdem die Menschen in der DDR ja auch mit diesem ganz starken Feindbild aufgewachsen waren, erzogen worden sind. Das ist der Klassenfeind. Die Soldaten sind vorhin angesprochen worden. Also da gab es ja auch eine ganz starke Prägung. Und damals war man im Prinzip davon ausgegangen, dass eigentlich es vor allem um eine staatliche Versöhnung oder eine Versöhnung der Bevölkerung zwischen Ost und West gehen müsste. Und in der Euphorie des Jahres 1990 stellte man fest, nee, das war das Volk von Brüdern und Schwestern. Und die Brüche, die sich natürlich auch über die lange Zeit der Teilung aufgebaut hatten, die Entfremdung, die zeigte sich ja dann erst in den Enttäuschungen über den Vereinigungsprozess. Und diese Enttäuschungen lagen ja auf beiden Seiten. Im Osten, die eigentlich auch mit so viel Euphorie und Liebe, sage ich mal, in diesen Prozess gegangen sind und auch die Westdeutschen, die eigentlich sehr schnell das Interesse am Osten verloren hatten. Und es gab ja dann sehr schnell diesen Witz oder diesen Spruch, sagt ein Ostdeutscher zum Westdeutschen, wir haben immer nach Westen geschaut und der Westdeutsche darauf, wir auch. Und ich fand, das hat diese Situation wunderbar eingefangen. Und diese andere Ebene der Versöhnung, nämlich zwischen denjenigen, die für das Unrecht verantwortlich waren, den Tätern, aber auch denjenigen, die andere verraten haben und denjenigen, die das erlitten haben oder die auf unterschiedliche Weise, also nicht nur als politische Häftlinge, sondern Unrecht hat sich ja in vielen Formen in der DDR manifestiert, in dieser kommunistischen Diktatur. Also dieser Aspekt der Versöhnung, der wurde ja dann also eigentlich vor allem auch nicht als eine staatliche Aufgabe angesehen, sondern eher auch als ein individueller Prozess, der vor allem dann auch den Opfern, weil der Staat die Grundlage bietet mit Entschädigungen, mit der juristischen, also mit der Verurteilung dieser Staaten, mit der Verurteilung dieser Taten, dass der Staat eine Grundlage bietet, auf der es für den Einzelnen dann auch möglich ist, sich nicht unbedingt mit den Tätern zu versöhnen. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, aber irgendwie eine Grundlage zu haben, auf der man sagen kann, dieses Unrecht ist geschehen, das kann man nicht wieder gut machen, man kann es nicht ungeschehen machen, aber durch den gesellschaftlichen Prozess, wie mit dieser Geschichte umgegangen wird, bietet es den Opfern, den Betroffenen eine Grundlage zu sagen, wir fühlen uns in unserem Schicksal anerkannt und gewürdigt. Und dieser Prozess, der ist ja durchaus sehr lange unbefriedigend gelaufen. Also ein Beispiel dafür ist ja dieser Satz von Bärbel Bohley, den Sie vorhin gesagt haben, diese hohe Erwartung, was wird in der Demokratie eigentlich an Gerechtigkeit geliefert. Und dazu kam dann aber auch natürlich, dass viele Opfer so lange gekämpft haben, bis es jenseits der strafrechtlichen Rehabilitierung auch eine angemessene Entschädigung für das Erlittene gegeben hat. Also die Haftentschädigung, die Anerkennung von Haftfolgeschäden. Das ist ja bis heute nicht geklärt, die Anerkennung von Haftfolgeschäden. Dann auch natürlich immer wieder, dass die Wiedergutmachung des Unrechts befristet war. 10 Jahre, dann nochmal 10 Jahre, dann nochmal 10 Jahre. Und eigentlich diese Erkenntnis, staatliches Unrecht hat kein Verfallsdatum. Und es muss die Entscheidung des Einzelnen sein, wann er sich darum bemüht, dieses Unrecht für sich auch dadurch geltend zu machen, dass er einen Rehabilitierungsantrag stellt. Und ich denke, das sind ja alles Faktoren, die auch diesen Prozess, sich auch damit aussöhnen zu können, sehr stark beeinflussen. Mhm. Wir haben hier schon ein paar Fragen aus dem Zuschauerchat eingeblendet bekommen. Eben die möchte ich aufgreifen, weil sie auch passen in diesen Komplex. Eine Frage an Herrn Schäfgen aus dem Chat. Wie weit wurde die gewöhnliche Rechtspflege den besonderen Umständen geschuldet gedehnt? Würden Sie persönlich von politischen Prozessen sprechen, im Guten wie im Schlechten, Herr Schäfgen?
Es waren Strafprozesse mit politischem Inhalt. Der Begriff politischer Prozess hat einen schlechten Beigeschmack. Und den möchte ich nicht bei der Arbeit haben, die wir gemacht haben. Es wurde hier nicht ein Krieg der Systeme geführt, in dem sich das Westliche über das Östliche gesiegt hat. In keinem dieser Verfahren kam es auch auf die politische Einstellung der Täter oder der Opfer an, sondern nur darauf, was die Täter getan haben. Und deswegen möchte ich nicht davon sprechen, dass es sich hierbei um sogenannte politische Prozesse gehandelt hat. Dankeschön. Noch eine Frage aus dem Chat, die ich gerne vorlese an Sie, Frau Kaminski. Die Ideologie des Kommunismus hat nach 70 Jahren und Millionen Toten im Westen keinen Schaden genommen. Frau Kaminski, warum? Ja, also ich bin auch immer wieder erstaunt und das geht ja bis heute und das bedeutet nicht nur im Westen, sondern das begegnet uns ja auch im Osten, dass immer wieder dass es zum einen immer wieder eine Diskussion darüber gibt, ist der Kommunismus eigentlich eine totalitäre Ideologie? Und in unserem Stiftungsgesetz, das ist ja wunderbar, dass die Mütter und Väter dieses Gesetzes damals im Bundestag das verankert haben, dass sie gesagt haben, diese Stiftung ist auch dafür da, den antitotalitären Konsens in der Gesellschaft zu festigen. Und ich finde, also mich hatte das auch sehr gewundert, also dass sehr schnell nach 1989 und 90 der Begriff kommunistische Diktatur verschwunden ist. Und das, was in der DDR war, auf die SED-Diktatur so ein bisschen heruntergebrochen wurde. Und ich habe mich immer gefragt, in Polen, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, wo auch immer, in Ungarn, da wäre niemand auf die Idee gekommen, von einer Diktatur der PVAP oder der KPC oder also der dortigen Parteien zu reden. Also das war so eine starke Einordnung, sondern war völlig klar, es war die Rede von der kommunistischen Diktatur. Bei uns hieß es die SED-Diktatur. Und wir in der Stiftung benutzen ja den Begriff kommunistische Diktatur, kommunistische Herrschaft, benutzen wir. Und wir werden immer wieder gefragt, also das war ja gar kein Kommunismus. Der wahre Kommunismus, der würde ja angeblich auf Gerechtigkeit und Freiheit und das alles abzielen. Und ich finde, das ist wirklich interessant. Und das kommt nicht nur aus dem Westen, das kommt ja auch aus dem Osten. Also das kommt aus beiden Seiten. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber die Stiftung heißt ja auch Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ja, genau. Das ist die Namensgebung von 98. Das war damals State of the Art. Heute würden wir anders heißen, würden wir Bundesstiftung zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur heißen. Aber damals, in den 90er Jahren, muss man sich ja auch noch mal vergegenwärtigen, wie diese Diskussionsprozesse waren. Also als wir als Stiftung angefangen haben, da mussten wir uns ja Anfeindungen aussetzen, weil wir den Begriff Diktatur in unserem Namen haben. Und da haben wir, das ist als die Stiftung gegründet wurde, das war die Welle der Nostalgie. Und inzwischen hatte sich ja dieser Satz, der 1990 geprägt worden war, sehr schnell also es gibt ja 1989, 90 den Konsens, das hat ja auch Katrin Hattenhauer gesagt und sie in ihrer Einführung. Es gab diesen ganz breiten Willen, gesellschaftlich, aber auch politisch. Das war eine Diktatur. Das Unrecht muss aufgearbeitet werden. Und es gab gar keinen Zweifel daran, wie viel Unrecht geschehen ist. Und dann überlagern die Erfahrungen aus der Zeit nach 1990, die Enttäuschung, überlagern diese Diktaturerfahrung. Und plötzlich werden viele Dinge, die eigentlich für viele Menschen eindeutig waren, werden plötzlich in Frage gestellt. Und dann kommt ja ganz schnell es war nicht alles schlecht. Dieser wunderbare, in Anführungsstrichen, Satz der Anfang 90er Jahre. Und der ändert sich dann bis Ende der 90er Jahre es war nicht alles gut, um dann Anfang der 2000er Jahre auf dem Höhepunkt der Nostalgiewelle geändert zu werden in
was war denn schlecht? Und Und war alles schlecht, Frau Kaminski? Wie antworten Sie, wenn Ihnen das jemand sagt? War alles schlecht? nein, natürlich ist es nie alles schlecht. Aber ich sage dann immer umgekehrt, sagen Sie mir doch mal, was an einer Diktatur gut ist. Also das ist immer meine Antwort, dass ich denke, wir reden hier über ein System. Und ich möchte gerne wissen, was ist gut an einer Diktatur? Und da können die meisten, also eigentlich habe ich fast noch niemanden gesehen, der eine Diktatur verteidigt hat. Es ging dann eher in die Richtung zu sagen, ja, das war ja, also ja, Diktatur, sondern es wird dann versucht, einen anderen Begriff zu finden. Und das ist natürlich auch gerade eine Diskussion dieser Anfangsaufarbeitungszeit, und das kam sowohl natürlich aus linken Kreisen der Ex-DDR, als auch aus dem Westen, dass die Bezeichnung Diktatur für die DDR erstmal abgelehnt wurde. Und wir diesen Begriff immer verteidigt haben und gesagt haben, natürlich, dann gehen wir jetzt mal in den Grundkurs politische Bildung. Wodurch wird eine Diktatur gekennzeichnet? Und dann schloss sich ja auch diese Diskussion an über den Unrechtsstaat. Und wo man dann auch fragen muss, ja, was ist denn das Gegenstück zum Unrechtsstaat? Ist der Rechtsstaat? Sind Sie wirklich der Meinung, das war ein Rechtsstaat? Und ich kann mich immer noch an diese wunderbaren, in Anführungsstrichen, Argumente erinnern von Erwin Sellering, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern und vielen anderen, die dann plötzlich das Verkehrsrecht aus der DDR dafür herangezogen haben, um zu sagen, ja, also, aber da gab es ja auch ein Verkehrsrecht. Also wo ich dann auch zum Teil fassungslos war, was da für Argumentationsmuster herangezogen worden sind. Aber es gibt ja auch den Vorwurf, also dieses Gleichziehen, also dass man das eigene Leben ebenfalls entwertet fühlt, indem man sagt, das System war schlecht. Also dass viele dann denken, das bedeutet, mein privates Leben war automatisch auch schlecht und sie fühlen ihre Biografie entwertet. Da gibt es ja den Vorwurf, dass das auch daran liegen könnte, dass eben in der Aufarbeitung zu stark polarisiert würde zwischen Tätern und Opfern und eben zu wenig, die Debatte sehr schwarz-weiß verlaufen würde und zu wenig Wert gelegt wird auf Grautöne. Also viele waren eben beides, Täter und Opfer. Können Sie diesen Vorwurf nachvollziehen? Ich kann diesen Vorwurf in Bezug auf die Aufarbeitung nicht nachvollziehen, weil wenn man sich anschaut, und das ist auch wirklich schon seit den 90er Jahren, wie differenziert Aufarbeitung ist, also wenn man sich die vielen wissenschaftlichen Arbeiten anschaut, die ja die Grundlage für viele Untersuchungen sind, wenn man sich die Lebensberichte anschaut, wenn man sich anschaut und wenn man aber natürlich auch und das finde ich schon ganz essentiell, dass man anerkennt, viele Menschen waren Opfer dieses Systems. Und sie waren in dem Sinne nicht Täter. Und natürlich gibt es auch diese Opfer-Täter, Täter-Opfer, wie auch immer. Natürlich gibt es die auch. Aber und ich sehe bei ganz vielen, und das sieht man auch an seinem eigenen Leben, dass man sich nicht immer geradlinig verhalten hat. Natürlich, aber dadurch wird man nicht zum Täter. Sondern es ist die Frage, was macht eine Diktatur mit den Menschen? Und die Dichotomie für die DDR-Bevölkerung ist ja nicht gesagt von hier sind die Täter und da sind die Opfer, sondern es wurde auch immer wieder, das ist oft medial in dieser Form nicht wahrgenommen worden, über sehr lange Zeit, zu beschreiben, es gibt keinen diktaturfernen Alltag. Der Alltag in einer Diktatur ist Diktatur geprägt, auch wenn der Einzelne versucht, sich in diesem Alltag zu behaupten und der Einzelne auch gar keine Chance hat, diesem Alltag zu entkommen. Und das sind ja dann diese berühmten Nischen, in die sich die Menschen zurückziehen und wo sie versuchen, irgendwie noch einen Freiraum zu leben und sich von den Zumutungen des Regimes auch irgendwie freizuhalten. Aber wenn ich mir angucke, auch diese Unmenge an Literatur, das ist so differenziert, die Aufarbeitung. Und es gab ja dann auch natürlich den Vorwurf, wenn wir gesagt haben, lasst uns diesen Alltag betrachten. Lasst uns vor allem gucken, was bedeutet es für die Menschen in einem solchen System, sich zu behaupten, mit den Zumutungen umzugehen, denen sie ja nicht entkommen können, weil man konnte ja die DDR nicht einfach so verlassen und sagen, tschüss, ich gehe in den Westen, weil ich dort meine Freiheit habe, sondern
die Konsequenzen, die damit verbunden waren, die waren ja drastisch und die hat viele Menschen zu Opfern gemacht. Aber diese Aufarbeitung ist viel differenzierter als diese sozusagen, das ist nur Opfer und Täter. Also das, das finde ich eigentlich auch schade, dass das lange nicht so wahrgenommen wurde, wie vielfältig, wie differenziert Aufarbeitung eigentlich war, sondern sich dann auf so eine Oberflächenschicht konzentriert wurde. Mhm. Vielen Dank. Wir haben hier eine Frage genau zum Täter bzw. Täterinnenbegriff aus dem Publikum an Frau Hattenhauer. Und zwar 2012 erstellte die Künstlerin Gudrun Boyard ein beeindruckendes Porträt von Ihnen. Damals sagten Sie, ich will Täterin bleiben. Würden Sie das heute auch noch so sagen? Und wenn ja, was genau bedeutet Täterin für Sie? Das ist ja ein anderer Täterbegriff als der, den wir hier gerade debattiert haben. Ja, also vielen Dank für die Frage aus dem Publikum. Ich war jetzt sozusagen dabei, mich zu Wort zu melden und zu sagen, ich würde gerne dieser Opfer-Täter-Diskussion noch eine andere Komponente beifügen, die das noch differenzierter macht. Ja, ich zum Beispiel habe immer darauf Wert gelegt, zu sagen, ich fühle mich nicht als Opfer. Ich bin ein Opfer der DDR geworden und ja, ich bin ins Gefängnis gekommen, aber ich war zu jedem Zeitpunkt Täter. Ich habe sehr wohl entschieden, mit diesem transparent rauszugehen, die Deckung aufzugeben und zu sagen, wer, wenn nicht wir, kann es versuchen, jetzt in diesem Zeitfenster, nach dem großen Sommer der Flucht, wo so viele Menschen jemanden verloren hatten, wo Freunde und Familienmitglieder nach Ungarn oder in die Tschechoslowakei ausgereist waren oder geflohen waren, haben wir gesagt am 4. September, jetzt müssen die Friedensgebete raus aus der Kirche. Wir müssen uns im wahrsten Sinne des Wortes bewegen. Das muss eine Bewegung werden. Und wer, wenn nicht wir, kann dieser Bewegung ein Gesicht geben. Und ich war nie darüber im Unklaren, was es mich kosten würde. Das heißt, in diesem Sinne habe ich mich als handelnde Person empfunden und somit in dem ursprünglichsten Wort des Wortes Tat als tatkräftig und somit als Täterin. Die Tatkraft, das Tun, auch diese Wahrnehmung, dass Demokratie, dass Freiheit nichts Selbstverständliches ist, das ist ja sicher auch eine der großen Herausforderungen heute in der Aufarbeitungsarbeit, also zu zeigen, es ist nicht selbstverständlich und das können wir aus der Geschichte lernen. Frau Hattenhauer, Sie sind da ja auch sehr aktiv als Künstlerin, auch bei Workshops mit Jugendlichen in Krzyżowa, Kreisau in Polen, wo Sie Workshops geleitet haben unter dem Motto Take a Chance of Freedom, also ergreift die Freiheit sozusagen, nehmt sie euch. Was würden Sie sagen? Wie ist das, wenn Sie Jugendliche heute erleben? Gibt es da so eine Selbstverständlichkeit? Ist es wichtig, nochmal von der Vergangenheit zu erklären, nochmal zu erläutern, dass das eben alles nicht selbstverständlich ist und dass es eine Tatkraft braucht, um Demokratie, um Freiheit zu haben, zu bekommen und zu erhalten? Also das war ja vielleicht der wichtigste kurze Beitrag, den ich 2009 am Brandenburger Tor gemacht habe, wirklich zu sagen, wenn es eine Botschaft von 89 gibt, dann ist es die Botschaft, dass wenn genug Leute sich zusammentun, bereit sind, einen Preis zu bezahlen und dann nach den Sternen zu greifen, dann kann auch die Mauer umfallen. Und zwar einfach, weil man bereit ist, es zu wollen. Es ist ja die Mauer nicht aufgegangen, weil Schabowski gesagt hat, die Mauer geht auf. Die Mauer ist aufgegangen, weil Hunderttausende von Menschen hingegangen sind und gesagt haben, eigentlich das, was wir jetzt erlebt haben, das ist nicht gerecht und es ist nicht in Ordnung und es hätte nie so sein dürfen. Und ich als
Künstlerin mache ja sozusagen, ich beschäftige mich sehr stark mit sozialer Plastik. Das ist eine Idee von Joseph Beuys, der unter anderem die Grüne Partei mitgegründet hat und der die Idee hatte, dass jeder Mensch zur Demokratie beiträgt und in diesem Sinne ein Künstler ist, indem er da, wo er ist, zu einer Demokratie, zu einem lebendigen Gebilde, das beiträgt, was er kann. Und ich mache ja jetzt meine Doktorarbeit in Oxford zum Thema Courage und Aktivismus. Ich habe 30 verschiedene Aktivisten aus der ganzen Welt dazu befragt, was macht es ihnen möglich? Was befähigt sie, die mit Courage rauszugehen und in Diktaturen wie Myanmar oder China das Unglaubliche zu fordern, nämlich das Menschenrecht auf eine freie Meinungsäußerung und auf eine gerechte Behandlung, auf Demokratie, auf Freiheit. Und ich habe jetzt erleben müssen, wie 4 meiner Interviewpartner inzwischen wieder sozusagen entweder gesucht werden oder im Gefängnis sind, so wie Joshua Wong. Und trotzdem hat er mir sehr deutlich gesagt, er würde das immer wieder so machen. Und für ihn ist klar, er fordert Demokratie, solange er lebt. Und er hat deutlich gesagt, hoffentlich wird seine Generation die Freiheit erleben. Aber wenn nicht, dann wird er die Inspiration für die nächste Generation sein. So wie Tiananmen seine Inspiration war. Also man muss auch deutlich sagen, dass dazu, das ist ja das, was es auch in 89 gegeben hat und was das Besondere ist, dass es eine Entscheidung ist und die Frage, die da gestellt wird, wo Sie vorhin gesagt haben, ja, das entwertet ja ein Stück weit auch das eigene Leben. Ich würde es nicht so formulieren. Ich würde sagen, es stellt die Frage und die darf es stellen. Wo warst du? Was hast du gemacht? Und warum hast du dich so entschieden? Und zwar ohne Schuldzuweisung, aber es muss erlaubt sein. Wir müssen uns das fragen, sogar jetzt in dieser Zeit, angesichts von so vielen globalen Ungerechtigkeiten oder einer wir erleben, wir stehen mitten in einer Klimakrise und wir müssen die Fragen stellen, wo ist jeder Einzelne von uns, wie wollen wir uns entscheiden für die Zukunft, wie wollen wir leben? Und es ist die gleiche Entscheidung noch einmal, wie ich sie 89 gefällt habe, zu sagen, gehe ich raus aus der Deckung, ja oder nein? Ja. Die Frage an die eigene Verantwortung, an die eigene Tatkraft, etwas in die Hand zu nehmen. Wir haben hier nochmal eine Frage aus dem Publikum, die nochmal danach fragt, inwiefern sich eventuell Erich Honecker oder Erich Mielke sowas nachträglich auch gefragt haben. Was habe ich da eigentlich gemacht? Hier kam eine Frage an Herrn Schäfgen via Mail. Wie haben Sie die Prozesse mit den Parteifunktionären wie Erich Honecker oder Erich Mielke erlebt? Hatten Sie das Gefühl, dass die Täter Einsicht zeigten? Also diese Frage kann ich ganz eindeutig mit einem Nein beantworten. Es gab ganz wenige Verantwortliche im Bereich des Grenzschutzes, die so etwas wie Bedauern oder Entschuldigung anklingen ließen. Die Führung des MFS ist bis heute noch stolz darauf, dass eine ganz geringe Zahl von ehemaligen Mitarbeitern verurteilt worden sind und nehmen das zum Anlass zu behaupten, dass doch alles in Ordnung gewesen sei. Also von Unrecht keinerlei Einsicht. Das war auch nicht bei Erich Mielke und Erich Honecker festzustellen. Mielke hat ja kein Wort zu dem gesagt, was ihm vorgeworfen ist. Und Honecker konnte ja leider nicht verurteilt werden, aber hat in seiner Verteidigung und auch in seinen mündlichen Äußerungen vor Gericht auch alles das verteidigt und als richtig dargestellt.
was er gemacht hat. Kein Wort von Reue. Wenn ich darf, möchte ich nur noch ein Wort zu dem sagen, was Frau Hartenhauer eben gesagt hat. Die Menschen müssen Täter sein, indem sie das nach außen tragen, was sie denken, um ein diktatorisches Regime zu erschüttern. Ich beschäftige mich innerlich fast täglich damit, dass die Freiheitsrechte, ich spreche immer von der geistigen Freiheit des Menschen, noch keinen strafrechtlichen Schutz gefunden haben. Und würde mich sehr darüber freuen und meine auch, es sei notwendig, dass man schon daran ansetzt, weil ohne Freiheit gar keine Rechte möglich sind. Und bisher ist der Zustand ja leider noch so, dass die Staaten sich innerstaatliche Gesetze geben können, die ihnen ein hohes Maß an Einschränkungen erlauben, ohne dass die Welt aufsteht oder ohne dass sie Furcht haben müssen, anschließend dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und ich würde es begrüßen, wenn sich die Rechtswissenschaft, die Völkerrechtler vor allen Dingen, mit dieser Frage mal intensiv beschäftigen könnten und würden, dass also auch die Einschränkung der geistigen Freiheit durch Gesetzgebung in diktatorischen Staaten unter den Begriff des Verbrechens gegen die Menschlichkeit definiert werden kann. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Vielen Dank, Herr Schäfgen. Damit haben Sie, ohne es zu wissen, auch schon eine Zuschauerfrage beantwortet, die in diese Richtung ging. Ich möchte noch eine letzte Frage aus unserem virtuellen Plenum hier in die Runde tragen. Es ist eine Frage an Anna Kaminski von Peter Keup. Bist du der Meinung, ich nehme an, Sie kennen sich, dass dieser persönliche, nicht staatlich initiierte Prozess der Versöhnung erfolgreich war? Auch das Aufeinanderzugehen von Opfern und Tätern, kann das in diesem Fall überhaupt persönlich gelingen? Nein, aber ich finde, Versöhnung kann auf keinen Fall oder zumindest in Deutschland, also bei uns für den Fall der DDR, Versöhnung, aber wir können es auch auf den Holocaust, auf die Verbrechen des Nationalsozialismus beziehen. Es kann keine staatlich angeordnete Versöhnung in dem Sinne geben, die in die individuellen Rechte von Opfern eingreifen, sondern ich finde, jeder, der zum Opfer von staatlichen Verbrechen, von Willkür geworden ist, der muss für sich entscheiden können, will ich mich versöhnen? Und wenn ja, mit wem? Und was heißt für mich ganz individuell Versöhnung? Und viele Menschen, die ich kenne, ob sie nun aus politischen Gründen in Haft waren, ob sie zersetzt worden sind, ob sie von Freunden an die Staatssicherheit verraten worden sind, das ist ja ein sehr unterschiedliches Ausmaß an Unrecht, auch an den Folgen und Konsequenzen, die jeder hatte, die zugefügt worden ist. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann ich denjenigen, die mir das angetan haben, sei es eine konkrete Person, die ich kannte, der ich vielleicht vertraut habe, oder sei es diese anonyme staatliche Macht, die in Form der Polizei, der Geheimpolizei, eines Richters oder wie auch immer in mein Leben eingegriffen hat, kann ich das in Anführungsstrichen erstmal für mich so weit annehmen, dass ich sage, das ist passiert, es ist nicht wieder gut zu machen, aber ich sehe keinen Grund, mich dafür mit irgendjemand zu versöhnen oder zu sagen, ja, Schwamm drüber. Und ich finde, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, sondern ich denke, ein Staat hat die Aufgabe, ein demokratischer Staat vor allem hat die Aufgabe,
die Bedingungen herzustellen, dass der Einzelne mit seinem Schicksal, das er in staatlicher Willkür erlitten hat, wo er Opfer von Verbrechen eines Staates geworden ist, dass jeder und jeder Einzelne sich mit diesem Schicksal in der Demokratie sozusagen anerkannt, aber auch gewürdigt und gewertschätzt fühlt. Und das ist, glaube ich, die beste Grundlage, oder das ist das, was der demokratische Staat leisten kann. Und alles darüber hinaus ist ein sehr individueller Prozess. Und wir wissen ja auch aus diesen sogenannten Täter-Opfer-Gesprächen, dass das in der Regel nicht funktioniert hat. Weil viele ehemalige Täter da reingegangen sind in der Hoffnung auf Absolution durch ihre Opfer. Also zu sagen, oh sorry, ja, tut mir leid, was damals passiert ist. Und das ist aber aus meiner Sicht und völlig unzureichend für die Opfer, die sich natürlich eigentlich eine andere, können ja nicht mehr als Gesten sein, aber eine andere, wenn es nur diese minimale Geste ist, nämlich an Demut und an wirklichem Bedauern und sich auch einzugestehen, warum ist das denn passiert? Warum habe ich da mitgemacht? Warum war ich bereit, jemand anderem dieses Leid zuzufügen oder dazu beizutragen, dass er diesem Leid ausgesetzt worden ist? Ich nehme das als ein Schlusswort unserer spannenden Diskussion, in der es doch ganz viel um Transitional Justice, vor allem um Versöhnung ging, die ja auch erzielt werden soll durch die Transitional Justice. Es bleibt eine spannende Debatte, auch eine emotionale Debatte, auch in Deutschland. Das haben wir hier skizziert. Innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft, innerhalb der gesamtbundesdeutschen Gesellschaft. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für die Diskussion, dafür, dass Sie heute Abend hier waren, auch unserem virtuellen Publikum. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie alle sind am 30. März wieder dabei. In der zweiten Veranstaltung der Reihe wird es um Aufarbeitung in Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn gehen. Dann ist die Veranstaltung auch auf Deutsch und Englisch, und damit wir die Debatte wirklich länderübergreifend von Anfang an bis zum Schluss führen können, wird auch diese Sendung heute Abend noch im Anschluss auf Englisch untertitelt. Also Sie können auch fremdsprachigen Freunden und Bekannten darauf hinweisen und mit ihnen zusammen zu Hause weiter diskutieren oder eben online. Ich danke Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank und allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.